Zugeschaltet ist mir jetzt Volker Kronberg. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bonn. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Werther. Die SPD, die kann ordentlich Forderungen stellen. Wie viel Macht haben die Sozialdemokraten angesichts der Tatsache, dass sie ja der einzig mögliche Koalitionspartner für die Union sind? Naja, Sie haben es gerade gesagt, beziehungsweise der Umstand, auf den Sie zu Recht hinweisen, macht sie natürlich stark. Ich meine, eine Partei, die ja letztendlich tief erschüttert ist angesichts dieses desaströsen Wahlergebnisses, ist eigentlich ja eher schwach, aber weil sie eben der einzig mögliche Koalitionspartner in diesem Parlament ist, verleiht ihr das natürlich ein Gewicht. Aber die beteiligten Akteure, auch jenseits der Rhetorik, ja, jenseits des Wordings, bei Klingbeil und bei anderen, weiß man natürlich auch sehr genau, dass man das Blatt nicht überreizen darf, weil letztendlich Union und SPD wissen, es gibt eine staatspolitische Verantwortung, ob man das schön findet oder nicht, ob man den Begriff mag oder nicht, die gibt es natürlich, dass diese Parteien ihre Gegensätze, ihre Unterschiede überwinden, was auch möglich ist in der Sache, und dass sie eine stabile Regierung bilden, das ist das größte Anliegen, der größte Wunsch und gleichzeitig die größte Sorge in der Bevölkerung, dass das gelingt. Ja, aber da gibt es die Staatsverantwortung und dann gibt es da die Wahlversprechen von Friedrich Merz. Es sind Riesenversprechen, die er im Wahlkampf gemacht hat, insbesondere nach dem Anschlag von Aschaffenburg. Und schon jetzt eiert er rum bei Fragen zum 5-Punkte-Asylplan, zu Zurückweisungen an den Grenzen. Gerade erst vor wenigen Minuten auch im Bundestag auf unsere Nachfrage noch mal keine klare Antwort gegeben. Also weiß Merz, dass er seine Versprechen gar nicht umsetzen kann mit der SPD? Die reine Programmatik, Wahlkampfrhetorik, schwarz und weiß, funktioniert natürlich nicht mehr dann, wenn Sie jetzt Kompromisse machen müssen in einer Regierung, die sich jetzt anbahnt. Ich meine, Merz ist jetzt da, wo Scholz in den letzten Jahren war. Jetzt zwar nicht in dieser Konstellation, nicht 3 Parteien und nicht die. Und ich meine jetzt auch nicht die Fehler, dass das alles so gemacht wird. Aber ein künftiger Kanzler, und das ist ja der Vorgeschmack jetzt darauf, ist natürlich mit sehr viel Zwängen und Kompromissnotwendigkeiten konfrontiert. Und die Kunst ist natürlich jetzt, es geht ja gar nicht ums Schönreden, aber man muss sozusagen zwischen der reinen Lehre im Wahlkampf, also das Idealbild sozusagen der Union wäre das, und das sind die 5 Punkte, und all in, aber so funktioniert es natürlich jetzt nicht in sehr schwierigen Gesprächen und Verhandlungen mit der Sozialdemokratie. So, und der Spannungsbogen ist natürlich der, einerseits sich ein Stück weit eben von dieser Wahlkampfrhetorik der reinen Lehre wegzubewegen und realpolitisch anschlussfähig zu sein, und gleichzeitig, wir haben es in Ihrem Beitrag ja zu Recht gehört, der Patzelt-Hinweis, Vertrauen auch zurückzugewinnen und eben nicht den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, da rede ich so und jetzt mache ich es ganz anders. Das wäre natürlich fatal, sondern das muss natürlich gelingen, einerseits die Probleme zu lösen und gleichzeitig glaubwürdig zu wirken und zu bleiben. Es ist aber überhaupt nicht ausgeschlossen, dass das funktionieren kann, weil letzter Satz, Frau Werther, in dem Zusammenhang ist natürlich, die SPD muss ja ihrerseits und hat ihrerseits auch ein Interesse, dass auf dem Gebiet der Migration es endlich zu überzeugenden Lösungen kommt, die ein Großteil der Menschen auch gut finden und mittragen im Land. Haben aber vielleicht genau das auch viele Wähler geahnt, also dass Merz eben seine Versprechen nicht umsetzen kann und wird und deshalb eben nicht schwarz gewählt. Die Union, die blieb ja deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die war ja auch schon mal deutlich über 30%. Ist sicherlich ein Faktor. Es gibt, wenn wir nach Ostdeutschland blicken, und da ist eben alles sehr blau, und das ist eben nicht knappe Siege, sondern zum Teil sind das ja wirklich auch Wahlkreise, wo die FDP so richtig, die AfD natürlich so richtig stark ist. Aber es ist vielschichtig bei der Union. Man muss natürlich auch sehen, die Frage des Spitzenkandidaten Merz war jetzt auch nicht überall sozusagen das Zugpferd. Dann kommt natürlich der Punkt hinzu, den Sie ansprechen, die Frage der Glaubwürdigkeit, kann das so funktionieren oder nicht? Da ist eine gewisse Skepsis. So, jetzt kehren wir es aber noch mal um. Die Chance ist aber ja da. Natürlich gibt das Wahlergebnis zu denken. Und am Sonntagabend, da hatten wir keine strahlenden Gesichter im Konrad-Adenauer-Haus. Da war ja im Grunde schon eine gewisse Ratlosigkeit oder Leere in den Gesichtern. So, jetzt ist es aber trotzdem so. Eine neue Regierung, ein neuer Kanzler, unionsgeführt. Es sind jetzt auch andere Partner. Die Herausforderungen sind groß. Es sind zum Teil die alten. Aber es soll ja nicht sozusagen wieder das gleiche Politikangebot jetzt sozusagen präsentiert werden und umgesetzt werden, sondern ich
ich nehme schon wahr, dass man jetzt hier andere Akzente setzen will. Übrigens ja nicht nur Migration, blicken wir nach Europa, blicken wir auf die Wirtschaft, die Finanzen. Und noch einmal, da war unser Gesprächsausgang, die SPD ist historisch schlecht. Die wird doch jetzt nicht das fortsetzen wollen, was sie in der Ampelzeit gemacht hat oder was sie auch aus Zwängen Gelb und Grün machen musste. Nein, es besteht jetzt bei allen Schwierigkeiten schon auch eine Chance für diese ehemals große, naja, jetzt geschrumpfte schwarz-rote Koalition. Dankeschön, Herr Professor Kronberg. Sehr gerne.